Hoffentlich hast du gerade selbst keinen Hexenschuss. Wenn doch, keine Panik. Ich bin Ronald Liebscher-Bracht und erkläre dir erstmal, warum das so brutal wehtut. Und dann machen wir Übungen, mit denen du gute Chancen hast, dir selbst helfen zu können. Und ich habe den René mitgebracht. Hi. Und ich mache jetzt eine kleine Bewegung und René hat einen Hexenschuss. Pam! Ah! Das ist die Position, in der die Hexenschusspatienten richtig leiden. Und wenn du einem Hexenschusspatienten sagst, stell dich doch mal gerade, dann macht er es keinen Millimeter, der geht keinen Millimeter hoch. Und René, entspann mal, danke für deinen Einsatz. Ja? Wir machen ihn ja gleich richtig weg, deinen Hexenschuss. Aber erstmal die Erklärung. Wie kommt es zu einem Hexenschuss? Weil wenn du das weißt, dann verlierst du deine Angst. Weil die meisten denken ja, oh, jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall oder da ist was kaputt gegangen oder irgendwie ganz brutal ist ein Nerv geklemmt. Meistens ist was ganz anderes. Sehr einfach erklärt. Was machen wir viel zu lange, ohne es auszugleichen? Wie schlafen wir? Im Sitzen. Im Sitzen, halt mich mal gerade fest bitte René, im Sitzen ist hier der Winkel immer 90 Grad. Das heißt, der Hüftbeuger verkürzt immer mehr. Das passiert auf beiden Seiten. Das heißt, normalerweise würden wir so durch die Gegend laufen, aber jetzt spannen die Rückenstrecker und die Gesäßmuskeln dagegen und holen uns wieder hoch. Das Resultat ist starke Spannung vorne, starke Spannung hinten, starker Druck auf die Bandscheiben, gestresste Situation im ganzen Rücken- und Hüftbereich. Bei den meisten Menschen, weil es einfach nicht ausgeglichen wird. Und dieser Stress steigert sich im Laufe von Monaten und Jahren, vielleicht Jahrzehnten, immer mehr. Und irgendwann gibt es die Situation, dass du vielleicht im Garten arbeitest, du bist gebeugt und hackst dein Beet und du machst es eine ganze Weile und irgendwann ruft jemand Essen fertig, du wirfst die Hacke weg, Pam. reißt dich hoch, dann zieh dich eine unsichtbare Kraft wieder runter und du denkst, was will ich hier unten? Ich wollte doch eigentlich essen gehen. Willst wieder hoch und dann fährt dir die Hexe in den Rücken genau in dieser Bewegung. Was passiert? Das ist ganz einfach. Die ganzen Muskeln hier vorne, Bauchmuskulatur, Hüftbeuger, alle die sind sehr gestresst. Jetzt gehen die in ihre Schonposition. Da ist es nämlich kürzer und da müssen die nicht gestresst sein. Da ruhen sie sich in ihrer Verkürzung aus und fühlen sich wohl in ihrer Verkürzung. Wenn du jetzt aus der Bewegung plötzlich hochgehst, dann gibt es einen Schock für diese gestressten Muskeln und es gibt Muskelspindeln, so heißen diese kleinen Teilchen, die lösen eine Gegenreaktion aus. Und diese Gegenreaktion ist eine starke Kontraktion der ganzen beteiligten Muskeln. Kontraktion heißt, die ziehen sich zusammen, weil die sind überfordert und wollen erstmal wissen, was ist denn da los. Und das ist diese Bewegung, die die meisten Menschen gar nicht bewusst wahrnehmen. Wenn man aber genau nachfragt und wenn du schon mal einen Hexenschuss erlebt hast, dann kannst du das nachvollziehen. Weil die sagen alle, ich wollte hoch, ich wollte einen Kasten Wasser aus dem Gepäck, also aus dem Kofferraum heben oder ich wollte irgendwie was nach oben werfen, irgendwie sowas wird gesagt. Und dann sagen sie, dann war ich plötzlich wieder unten, weiß gar nicht warum und dann wollte ich hoch und dann fährt mir das Messer wie ein Blitz in den Rücken und ich habe den Hexenschuss. Also ist ein Hexenschuss für uns nichts anderes als eine Überreaktion dieser Muskeln. Die sind brutalst zusammengezogen und deswegen ist das die typische Haltung, ja, die typische Hexenschusshaltung. Und bei der geringsten Bewegung tut es sehr, sehr weh. Warum tut es weh? Weil, wenn hier vorne alles zusammengezogen ist und nicht nachgibt, ich jetzt gegen diesen Zug mich mit den rückwärtigen Muskeln hochziehe, dann werden meine Bandscheiben so brutal zusammengepresst, dass sie sofort anfällig wären dafür, dass die Seitenwand einreißt, ja, dass du einen Bandscheibenvorfall bekommst oder irgendwas anderes Schlimmes. Und davor will der Körper warnen. Und diese Gefahr ist so präsent in dieser Situation, dass der Körper nicht nur leichten Schmerz schickt, der schickt halt diesen wahnsinnigen Hexenschussschmerz.
René, du hast doch vorhin gesagt, du hattest mal original einen. Ja. Wie lange ist das her? 2, 3 Jahre. Du warst dabei gewesen. Du hast mir noch gesagt, das ist ganz easy, können wir in den Griff kriegen. Haben wir auch in den Griff bekommen. Also es war nur ein Tag. Von daher. Habe ich vergessen, okay, aber egal. Ja. Aber Hexenschuss klingt schon ganz Aber wie hast du den gekriegt? Erinnerst du dich morgens, noch dran? ich bin aufgestanden, ich konnte nicht aus dem Bett gehen. Ich habe mich rausgerollt aus diesem Bett, weil ich im Prinzip super versteift war. Und warst du nach vorne gebeugt? Ja, hier. Ich bin die ganze Zeit so gelaufen und genau. habe mich dann Das ist genau das, was ich erklärt habe. Okay, jetzt gehen wir zur Lösung der ganzen Geschichte. Aber das kann dir schon mal die Angst nehmen. Weil merke, beim Hexenschuss muss nicht was kaputt sein. Und selbst wenn eine Bandscheibe irgendwas hat, ist es auch nicht schlimm, weil mit dem Schmerz hat in den meisten Fällen das nach unserer Erfahrung nichts zu tun. Ja? Aber wie gehst du jetzt für die Selbsthilfe mit dieser Situation um? Spiel mal das Ganze. Wie ich da Und jetzt stell dir mal vor, wir haben da ein Bett, nicht ganz so tief, müssen wir jetzt ein bisschen hochrechnen. Ja? Jetzt versuch dich mal runterzusetzen auf den Boden. Mit meinem Hexenschuss natürlich. Mit deinem Hexenschuss, ja. Das wäre du musst also schwierig. Irgendwie runter. Ja, aber dann hier? das ist sowieso das, was auch empfohlen wird, dass man dann, jetzt leg dich mal auf den Rücken, leg mal die Waden da drauf. Die Waden. Leg mal die Waden da drauf. Genau. So, das ist ja die sogenannte Stufenlagerung. Die kennst du vielleicht, weil man das schon mal empfohlen hat. Ja? Und warum ist diese Stufenlagerung so entspannend jetzt für den Körper? Weil das ist Liegen im Sitzen. Ja? Also in dieser Schonposition, wo die Verkürzung vorne nicht größer in die Länge gezogen wird und deswegen ist es stressfrei. Und das ist der Anfang deiner Selbsthilfe. Du liegst so, aber nicht, um da jetzt so liegen zu bleiben, weil dann würde sich ja nichts ändern. Sondern die nächste Stufe wäre, dass wir beispielsweise, wenn es möglich ist, ja, lass mal die Beine und stell mal die Füße jetzt auf und lass die Knie oben stehen. Wo stelle ich die Füße auf? Ja, genau, auf den Boden stellst du die Füße auf. Oder aufs Bett in dem Fall. Du liegst ja vielleicht im Bett oder auf dem Boden, wo auch immer du liegst. Ja? So, immer noch die gebeugte Hüfthaltung und alles gut. Und dann versuchst du ganz vorsichtig mit den Füßen nach vorne zu laufen, dass die Knie ein bisschen runterkommen. Und noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und angenommen, hier zieht es jetzt wieder. Hier fängt es an zu ziehen. Du merkst, oh, jetzt beginnt der Schmerz, der mich da so quält. Nee, gar nicht mehr bewegen. Dann bleibst du genau so. Eventuell legst du auch irgendwas unter. Nimmst ein paar Kissen und legst die unter das Knie, kannst dann auch so schlafen, was auch immer. Ja? Und immer wenn du merkst, der Zug auf den Rücken lässt nach, gehst du noch ein bisschen weiter nach vorne und stoppst wieder und gehst etappenweise immer so mit deinen Knien runter, bis du irgendwann die Beine strecken kannst. Und wenn du die Position hast, dann hast du das wieder einigermaßen im Griff, weil jetzt ist es die Länge im Stehen und du musst nicht mehr nach vorne gebeugt stehen, du kannst gerade stehen. Und wenn die Position erreicht ist, das geht manchmal sehr schnell, ja, binnen einiger Stunden. Du kannst unterstützen, indem du in eine heiße Badewanne gehst. Weil was macht das heiße Wasser und die Wärme? Die entspannen die Muskeln, auch diesen gestressten Hüftbeuger hier vorne, diese ganzen Muskeln, die letztendlich die Ursache für den Hexenschuss sind. Und dann macht es dir das leichter, in diese Position zu gehen. Und wenn du die Position erreicht hast, dann rollst du dich auf den Bauch. Das mache ich. Roll dich mal auf den Bauch. Weil ich jetzt ja kann. Ja, und bleibst erstmal unten liegen. So. Und dann würdest du beginnen, die Ellbogen aufzustellen. Nein, also praktisch dich über die Unterarme hochzudrücken. Ja, du hast die Arme hier und drückst dich dann hier vorne, jawohl, und merkst dann vielleicht, oh, jetzt fängt es wieder an zu ziehen. Ja. Dann bleibst du so, legst dir vielleicht 2, 3 Kissen unter, dann kommst du ein bisschen höher, ja, nimmst die Ellbogen ein bisschen dichter an den Körper, dass die Schultern höher gedrückt werden. Jawohl. Ja. Und das ist schon eine Situation, wo die meisten Menschen, die keinen Hexenschuss haben, schon ein Problem mit der Dehnung kriegen. Ich will damit sagen, dann ist schon eine Beweglichkeit erreicht, die weit weg vom Hexenschuss ist. Und jedes Mal, wenn das dann so nachhallt und vielleicht am nächsten Morgen du merkst, oh, es spannt wieder mehr in den Rücken, machst du genau diesen Ablauf in einem Schnelldurchgang, landest möglichst hier und dann kannst du mit den anderen Übungen gegen Rückenschmerzen fortfahren.
Und um dir das einfach zu gestalten, gibt es eine Routine, die kannst du hier anklicken, Routine gegen Rückenschmerzen, die verhindert, dass du überhaupt erst einen Hexenschuss bekommst. Das war's für heute. Noch eine Frage von dir? Du hast alles wunderbar erklärt. Ich wollte nur wissen, ist es dann im Prinzip das Ziel des Ganzen, dass ich irgendwann dann manchmal wieder so hochkomme? Ich wollte jetzt nicht so weit gehen, aber das ist dann das Ziel, wobei das schon weit über das Beseitigen des Hexenschusses hinausgeht, weil da geht es schon um Rückenwohlfühlen, ja, als großen Luxus. Hexe AD. Hexe AD. Tschüss.